Hallo meine lieben Freunde, heute soll es um den Shonen-Klassiker Saint Seiya von 1985 gehen. Da sich dieser Manga allerdings in meinen Augen nicht wirklich für eine klassische Review eignet, wollte ich lieber etwas anderes machen und stattdessen über einen ganz bestimmten Aspekt aus Saint Seiya sprechen. Es ist nämlich so, dass der Zeichner dieses Mangas, Masami Kurumada, ein sogenanntes Star-System benutzt, welches bereits Osamu Tezuka vor ihm verwendet hat. Dabei fungieren die Charaktere als fiktive Schauspieler, die in jedem Manga eine neue Rolle spielen. Oder was das in Kurumadas Fall bedeutet, er hat seine Figuren und Plotpunkte immer wieder recycelt, weshalb sich viele seiner Mangas extrem ähneln. Ein Großteil der Ideen in Saint Seiya stammt nämlich eigentlich aus seinen früheren Werken aus den 70ern. Deswegen hatte ich ursprünglich mal geplant gehabt, eine große Retrospektive über Masami Kurumada zu machen. Da allerdings nur die wenigsten seiner Mangas eine Übersetzung auf Englisch haben, hätte so ein Video aber leider keinen wirklichen Sinn ergeben. Ich wollte allerdings unbedingt über alte und einflussreiche Shonen-Manga aus der Zeit vor Dragon Ball sprechen und habe dann stattdessen das Kinnikuman-Video gemacht, wofür ich auch ein paar Elemente aus diesem verworfenen Video wiederverwendet habe. Da Saint Seiya das Rad also nicht unbedingt neu erfunden hat, auch nicht für 1985 Verhältnisse, möchte ich abgesehen von der Prämisse nicht zu sehr auf den Inhalt eingehen, sondern lieber über einen anderen Punkt sprechen, über den ich tatsächlich ziemlich viel zu sagen habe, nämlich den Charakterdesigns. Also, in Saint Seiya geht es ja um die sogenannten Saints. Das sind die Krieger der Göttin Athena, die die Welt vor dem Unheil bewahren sollen. Alle Saints basieren auf Sternkonstellationen und tragen sogenannte Cloths, magische Rüstungen, welche den Träger mit übernatürlichen Kräften ausstatten. Diese sehen sehr fantastisch gestaltet aus und unterstreichen gut diesen mythologischen Charakter der Serie. Die Cloths sind im Manga meist sehr detailliert gezeichnet und stellen einen gewissen Kontrast zum Rest der Illustration dar, denn der Look von Kurumada galt nämlich schon in den 80ern als etwas veraltet. Ich finde, Saint Seiya sieht im Manga, vor allem in den früheren Kapiteln, eher wie ein Werk aus den 70ern oder noch älter aus. In der 1986 erschienenen Anime-Umsetzung hat man dann auf einen etwas zeitgemäßeren Zeichenstil gesetzt. Die Figuren wurden im Anime vom inzwischen verstorbenen Charakterdesigner Araki Shingo und seiner Frau, der Animationsregisseurin Michi Himeno, entworfen. Diese beiden kennt man eventuell durch Anime-Klassiker wie zum Beispiel Lady Oscar. Dieser gewisse Look kam so gut an, dass es fast zu einer Tradition wurde, dass die Adaptionen von Kurumadas Mangas von Shingo und Himeno in einen ähnlichen Stil gehalten wurden. Wenn auch mit ein paar Ausnahmen. Der Anime Beat X zum Beispiel ähnelt stärker der Manga-Vorlage. Eine Besonderheit an den Cloths ist, dass diese wie ein lebendiges Wesen behandelt werden. Wird die Rüstung zu stark beschädigt, dann stirbt die Energie in ihr endgültig. Es gibt allerdings trotzdem eine Möglichkeit, Cloths wiederzubeleben. Sie müssen mit Beihilfe von menschlichem Blut neu geschmiedet werden. Dabei muss die Person die Hälfte ihres Blutes opfern, was natürlich zum Tod führt. Ich kann aber direkt schon mal vorwegnehmen, dass das nie sinnvoll für dramatische Momente genutzt wird, weil nämlich fast alle toten Charaktere in Saint Seiya sowieso irgendwie wieder zurückkehren. Also so ein bisschen wie in Dragon Ball Z. Dass Figuren sterben ist nicht selten, aber dass sie tatsächlich tot bleiben schon. Naja, ist doch egal. Auf jeden Fall werden die Cloths jedes Mal, wenn sie neu geschmiedet werden, etwas stärker und verändern dabei auch ihre Formen. Am Anfang der Story sind die Rüstungen unserer Helden noch etwas mickrig und sehen nicht wirklich robust aus, aber zum Schluss sind sie einfach nur badass. Mir gefällt aber sehr, wie dem Leser auf den ersten Blick visuell vermittelt wird, wie stark die Charaktere inzwischen geworden sind, ohne dass es einem mit Power-Levels oder Ähnlichem erklärt werden muss. Dieser Aspekt mit der Evolution der Rüstungen wurde allerdings in der Anime-Serie von Saint Seiya deutlich verschlechtert. Im Manga durchlaufen sie bis zu 5 verschiedene Stufen, je nach Charakter, von denen einige aber im Anime übersprungen wurden. Im Anime starten die Charaktere bereits mit Cloths, die mehr oder weniger mit der dritten Stufe im Manga vergleichbar sind. Die ersten beiden Stufen bekommt man im Anime also gar nicht zu sehen. Der Charakter, dessen Rüstung wohl am meisten von der Manga-Vorlage abweicht, ist die von Shiryu, welcher nämlich im Anime so einen Drachenhelm trägt. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat oder nicht, aber Shiryu war in Japan damals der beliebteste von den 5 Hauptfiguren. Vielleicht hatte er deswegen diese Extrabrust bekommen. Ich vermute, dass diese Änderungen deswegen zustande gekommen sind, weil man der Meinung war, die Cloths am Anfang des Mangas sind nicht cool genug, um davon Merchandise verkaufen zu können, weswegen die Figuren direkt voll aufgelevelt dargestellt werden. Toei Animation hatte nämlich damals einen Vertrag mit Bandai abgeschlossen bezüglich Saint Seiya Actionfiguren, was wahrscheinlich die Designs in der Serie erklärt. Hätte man die Cloths so wie im Manga dargestellt, dann hätten die Helden das erste visuelle Upgrade in Folge 11 bekommen, aber so kriegten sie es erst in Folge 73. Deswegen bin ich auch sehr zwiegespalten, was die Präsentation des Anime angeht. Auf der einen Seite sind die Figuren etwas besser gezeichnet als im Manga, dafür gingen aber diese Details der Cloths verloren, wodurch sich die Serie direkt viel billiger anfühlt. Das immer stärker werden ist nun mal ein integraler Bestandteil der meisten Shonen, und da ist Saint Seiya keine Ausnahme. Das aus der Serie zu entfernen, halte ich für einen großen Fehler. Übrigens, in allen anderen Adaptionen von Saint Seiya, zum Beispiel in den Videospielen, hat man ebenfalls auf die früheren Manga-Cloths verzichtet.
Ebenfalls erwähnenswert finde ich die Rüstungen, die die Feinde der Saints tragen. Die Mariner, die Krieger des Gottes Poseidon, haben nämlich ein Äquivalent zu den Klophs, nämlich die sogenannten Scales. Auch die Krieger von Hades, Spectre genannt, haben ihre eigenen Rüstungen namens Supplices. Da diese Gegner erst im späteren Verlauf des Mangas auftauchen, haben sie besonders eindrucksvolle Rüstungen, weil sich der Zeichenstil zu dem Zeitpunkt schon ein ganzes Stück weiterentwickelt hat. Gerade die Spectre sehen in meinen Augen einfach nur hammergeil aus. Es gibt aber noch ein paar Sachen bezüglich der Charakterdesigns, auf die ich noch eingehen möchte. Die weiblichen Saints in der Serie tragen alle Masken, die ihre Gesichter komplett verhüllen. Der Grund dafür ist, weil Saints eigentlich keine Frauen sein dürfen und die Kriegerinnen deswegen ihr Gesicht verstecken, um ihre Weiblichkeit zu verhüllen. Das hat man am Anfang der Serie auch halbwegs clever genutzt, um das Mysterium aufzubauen, ob es sich bei Seiyas Mentorin Marin nicht doch um seine verschollene Schwester handelt. Die Sache mit den Masken und dieser Verschleierung finde ich für sich gesehen schon recht fragwürdig, aber es wird ja nicht einmal konsequent durchgezogen. Die Frauen in Saint Seiya haben nämlich alle sehr freizügige Outfits. Diesen Punkt hat man in der Anime-Serie ein kleines bisschen entschärft. Dort trägt Seiyas Rivalin Shiner nämlich so eine Art Leotard mit Strumpfhose drunter. Im Manga trägt sie eine gepanzerte Unterhose und an den Beinen gar nichts. Ich will mich hier auch gar nicht zu sehr mit erhobenem Zeigefinger beschweren. Nackte Haut mag ich genauso gerne wie jeder andere auch, aber in diesem Fall wirkt es einfach nur billig und unpassend, vor allem weil es auch einfach überhaupt nicht in die Lore von Saint Seiya reinpasst. Erstens passt es nicht zusammen, dass die Frauen sich verhüllen sollen, aber dann quasi in Bikini-Rüstungen rumlaufen. Und zweitens wird ja die Stärke der Saints durch die Größe der Klophs symbolisiert. Je mehr Haut von der Rüstung bedeckt wird, umso stärker ist die Figur. Deswegen macht es keinen Sinn, dass Marin und Shiner so luftig bekleidet sind, obwohl beide eigentlich einen höheren Rang als Seiya und die anderen vier Jungs haben. Selbst in dem Prequel-Manga Saint Seiya The Lost Canvas, welcher unter Fans übrigens einen sehr hohen Status genießt, haben die weiblichen Saints Rüstungen an, die man eigentlich kaum ernst nehmen kann. Und das, obwohl dieser Manga sogar von einer Frau gezeichnet wurde. Dass es aber auch anders geht, zeigt der Spin-off-Manga Saint Seiya Saint-Seiya Show. In diesem Manga geht es um die sogenannten Saintias, welche nicht als normale Kriegerinnen, sondern als die persönlichen Bodyguards von Athena fungieren. Hierzu musste zwar ein wenig die Lore von Saint Seiya umgeschrieben werden, das finde ich aber nicht weiter schlimm, weil die Lore im ursprünglichen Manga auch wenig Sinn ergeben hat. Die Klophs der Saintias sind sehr vergleichbar mit denen von Seiya und den anderen Hauptfiguren aus dem alten Manga, allerdings mit einem etwas anderen Brustharnisch und einem Rock. Die Klophs haben einen weiblichen Touch, sehen aber trotzdem praktisch und funktionell aus. Dieser Manga wirkt so, als hätte man das Beste aus dem Magical Girl Genre und dem Besten aus dem Fighting Shonen Genre kombiniert und das finde ich wirklich cool. Wo ich gerade so bei den Designs schwärme, fällt mir ein, dass ich den Manga echt mal weiterlesen sollte. Es gibt auch einen 10 Folgen langen Anime von Saint Seiya Show und dieser hat wieder abgeänderte Charakterdesigns, die wieder an Araki Shingo und seine Frau erinnern sollen. Ich finde, man hat den Stil der beiden sehr gut getroffen und die Serie sieht wirklich so aus, als hätten die Großmeister persönlich daran gearbeitet. Nur leider sind die Animationen oftmals nicht wirklich gelungen und allgemein ist dieser Anime mehr schlecht als recht. Das ist eine Adaption, die man gut mit Tokyo Ghoul vergleichen kann. Es fehlt total viel aus der Vorlage und man fühlt der Serie einfach an, dass hier irgendwas in der Produktion falsch gelaufen sein muss. Dann doch lieber beim Manga bleiben. So, das war schon mit meinem kleinen Exkurs zu den Designs in Saint Seiya. Vielleicht mache ich in Zukunft ja doch nochmal was zum Thema Kurumada. Mich würde das schon irgendwie reizen, aber solange ich manche Mangas von ihnen nicht lesen kann, sind mir da die Hände gebunden. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch was und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Ciao, ciao.